Hallo liebe Freunde, ich bin Laura von Vasta Custom, ich restauriere und customize Schuhe und ich zeige euch heute, wie man Vans Old Skool Pro wieder in Schuss bekommt. Oder allgemein auch Vans Old Skool, weil alles was ich euch hier zeige, könnt ihr auch an den normalen Vans Old Skool anwenden und ihr bekommt die wieder Chef-Koch-Kuss sauber. Ich habe hier die Schuhe von meiner Schwester, da ich keine Vans trage, aber sie schafft es immer wieder, ihre Vans in einen höllischen Zustand zu katapultieren. Und wie man sieht, diese Schuhe brauchen Hilfe. Der Dreck an der Sohle sitzt fest, der Schuh fällt schon an manchen Stellen auseinander, es muss geklebt werden, es muss rasiert werden und es muss geputzt werden. Das Wildleder fransig, die Farbe fehlt. All das werden wir in diesem Video wieder auf Vordermann bringen, damit der Schuh wieder aussieht wie neu. Zuerst einmal entfernen wir die Schnürsenkel, damit wir es einfacher beim Putzen haben. Wie man bei den Schnürsenkeln schon erkennen kann, ist ein wenig Farbe vom Wildleder, als sie nass geworden sind, auf die Schnürsenkel abgefärbt. Wir benutzen Schuhspanner, Dr. Bronners Naturseife. Ich benutze die Babymild-Version, weil der Geruch der beste ist. 2 Schüsseln, einmal fürs Obermaterial und einmal für die Sohlen. Und eine Abtropfmatte, damit mein Tisch nicht dreckig wird. Zusätzlich benötigen wir noch für jede Stelle eine verschiedene Bürste, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ich benutze eine weiche, eine mittelweiche und eine harte Bürste und zusätzlich eine Messing- oder Stahlbürste. Günstige Alternativen von meinen Bürsten kann man auch in der Drogerie und im Baumarkt finden. Um es uns beim Putzen leichter zu machen, packe ich einen größenverstellbaren Schuhspanner in den Schuh rein, um Spannung im Schuh zu haben und vorne Druck ausüben zu können. Zusätzlich formt er den Schuh wieder schön in seine vorherige Form, logisch, und entfernt optimal auch noch Lauffalten. Und dann fange ich an. Ich habe meine Dr. Bronner Seife mit Wasser vermischt und benutze 2 Spritzer und fange mit der weichen Bürste an. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass man das ganze Wasser erstmal ausbringt und den Schuh nicht komplett durchnässt, weil ansonsten die Farbe aus dem Wildleder rausbluten kann. Da sollte man auf jeden Fall ganz vorsichtig erstmal sich rantesten, weil das von Schuh zu Schuh anders ist. Deshalb zum Beispiel gehören Vans Old Skool auch nicht in die Waschmaschine, da das Wildleder dort den optimalen Ort hat, um auszubluten, und dann läuft das alles in die weißen Nähte rein und die Farbe verschwindet sozusagen an den Stellen, wo sie eigentlich sein soll, und es sieht dann alles sehr ausgewaschen aus und nicht mehr wirklich schön. Ich gehe hier beim Putzen sektionsweise vor und arbeite mich voran, um auch jedes Mal zu sehen, ob ich wirklich alles erwischt habe, und wische immer mit dem Mikrofasertuch nach. Danach benutzen wir die weiche Polierbürste oder auch die mittelharte Bürste und wiederholen alles, was wir mit der weichen Bürste auch gemacht haben. Also vorsichtig die Seife mit dem Wasser gemischt auftragen und dann immer wieder mit dem Mikrofasertuch nachwischen, um zu gucken, ob man wirklich den ganzen Dreck erwischt hat. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass man mit der mittelharten Bürste nicht zu sehr Druck ausübt und einfach nur die Bürste seinen Job erledigen lässt. Denn das ist eigentlich meistens schon genug. Weil wenn man zu viel Druck ausübt, dann kann an manchen Schuhen der Stoff auch ganz easy kaputt gehen. Da sollte man auf jeden Fall auch vorher erstmal testen, wenn man Stoffschuhe bearbeitet.
Nun kümmern wir uns um diese dreckige Sohle und dafür benutze ich für die Vorwäsche erstmal eine Nylonbürste, beziehungsweise auch genannt Schuhsohlenbürste. Wie bereits erwähnt, die Sohlenbürste benutze ich eigentlich nur als Vorwäsche, um schon mal den Dreck etwas einzuweichen, damit es nicht ein absolutes Chaos wird, wenn man da mit der Stahl- oder Messingbürste rübergeht. Denn das kann sehr spritzig werden und anschließend müsstet ihr wahrscheinlich den Raum, in dem ihr eure Schuhe sauber macht, auch sauber machen. Ich habe mich jetzt in diesem Fall, weil der Dreck schon ziemlich tief und fest sitzt, obwohl ich das alles eingeweicht habe, für die Stahlbürste entschieden, weil die nochmal ein ganzes Stück härter ist als die Messingbürste. Und wie man hier erkennen kann, hängt die Stahlbürste viel, vor allem an diesem Vans-Logo, an dem es manchmal etwas schwierig ist, die Sohle zu reinigen. Egal, ob man es mit einem Mikrofasertuch, mit einem Zauberschwamm oder allgemein auch mit der Bürste versucht. Und mit der Stahlbürste ist das alles kein Problem. Auch wenn man bei normalen Vans das Logo putzen möchte, da ist das Logo ja normalerweise gedruckt und nicht so eingestanzt wie bei dem Pro-Modell jetzt gerade. Da wird der Print auch nicht abkommen, also keine Sorge, ihr könnt voll reinhauen und am Ende kommt eine saubere Sohle bei raus. Und jetzt kümmere ich mich nochmal um die Laufsohle und gehe dann nochmal zum Einweichen mit der Nylonbürste rüber und anschließend mit der Stahlbürste. Ich habe mir jetzt hier nicht so viel Mühe gegeben, weil das alles ganz schön gespritzt hat, wie ich bereits einmal erwähnt habe, aber naja. Über den Unwetterschutzrand gehe ich dann auch nochmal mit dem Mikrofasertuch über den ganzen Schuh rüber, weil man das mit dem Mikrofasertuch besser rausbekommt als mit der Bürste. Und dann gehe ich auch nochmal über das ganze Obermaterial rüber zum Ende hin, wenn ich mit der Sohle fertig bin, und kümmere mich besonders auch nochmal um die Schnürsenkel-Ein- und Ausgänge. Denn auch da kann sich in den meisten Fällen auch nochmal ein bisschen Dreck ansammeln, aber kein Problem, hauen wir alles raus. Und zu guter Letzt kommen dann auch endlich die Schnürsenkel dran. Da gehe ich einfach in das restliche Wasser mit der Seife rein, reibe die Schnürsenkel einfach zwischen meinen Händen ein bisschen hin und her. Und in manchen Härtefällen, wie in diesem zum Beispiel, gehe ich dann auch nochmal mit der ganz weichen Bürste über die Schnürsenkel rüber, um wirklich das meiste rauszubekommen wie möglich. Und anschließend klemme ich die Schnürsenkel einfach in ein Mikrofasertuch mit meinen Fingern ein und ziehe die da so lange durch, bis einfach keine Seife und kein Überschuss von Wasser mehr rauskommt. Und dann sind wir eigentlich schon ready. Lassen wir den Schuh einfach trocknen. Wichtig ist es nun, dass man den Schuh in einen gut belüfteten Raum stellt, wo er schnell trocknen kann, aber auch nicht zu heißen Temperaturen ausgesetzt ist oder zu feuchten Temperaturen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel in einem Badezimmer oder bei zu hohen Temperaturen in der Sonne oder auf der Heizung. Niemals in die pralle Sonne und auch nicht auf die Heizung stellen. Ansonsten kann sich nämlich der Kleber aufwärmen und dann löst sich meistens die Sohle ab. Und das wollen wir ja nicht, denn wir haben bei diesem Schuh schon genug zu kleben. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr Vans oder allgemein Wildlederschuhe trocknen lasst, dann geht alle halbe Stunde oder stündlich einmal mit einer weichen Bürste rüber über das ganze Wildleder und anschließend ist das Wildleder schon relativ weich und es wird dann nicht so schwierig, es in seinen vorherigen bzw. eigentlichen butterweichen Zustand zurückzubringen. Und dann kümmern wir uns schon ums Kleben der Außensohle. Hier entferne ich jetzt mit Aceton und Wattestäbchen den übrig gebliebenen Kleber. Den muss man auf jeden Fall sorgfältig entfernen. Ansonsten hat der neue Kleber, den man aufträgt, überhaupt keinen Grip und das wird alles nicht halten. Und deshalb ist es ratsam, beim Kleber entfernen sich relativ viel Zeit zu lassen. Ansonsten an alles umsonst gemacht. Bevor ich den Kleber auftrage, klebe ich nochmal die ganzen Stellen ab, an die kein Kleber rankommen soll. Dafür halte ich einfach die Sohle an das Obermaterial ran, um eine scharfe Linie sozusagen zu haben und um den Kleber da zu platzieren, wo er eigentlich wäre, also in einer nicht sichtbaren Zone. Und je genauer man klebt, desto besser wird auch meistens das Ergebnis.
Wenn ich damit fertig bin, streiche ich den Kleber auf das Obermaterial und auf die Außensohle mit einem Pinsel. Man kann es auch mit Zahnstochern machen, aber ich finde es mit einem Pinsel einfacher, wenn man da mehr Kontrolle über den Kleber hat. Und anschließend ist es super, super wichtig, dass man das Tape schnell abzieht, nachdem man den Kleber aufgetragen hat. Wenn man das Tape nämlich zu lange auf dem Schuh drauf lässt und der Kleber schon antrocknet, dann kann es sein, dass wenn man das Tape abzieht, auch den Kleber direkt mit abzieht. Und dann muss man den Kleber nochmal neu auftragen und nochmal von vorne anfangen. Ich habe den Kleber ungefähr 10 Minuten ziehen lassen und erhitze ihn dann mit der Hitzepistole. Das kann man auch mit dem Föhn machen, aber mit der Hitzepistole geht es wesentlich schneller. Nachdem ich den Kleber also 5 Sekunden ungefähr erhitzt habe, drücke ich einfach die Stellen, an die ich den Kleber aufgetragen habe, zusammen. Dafür nehme ich auch gerne den Schuhspanner raus und drücke einmal von innen und von außen, damit ich am Ende den absolut besten Halt habe. Nicht jeder Klebejob ist beim ersten Mal perfekt. Auch ich übertreibe es manchmal noch mit dem Kleber und muss dann am Ende ein bisschen was mit Aceton noch wegmachen, wie zum Beispiel hier in diesen Fällen. Aber Übung macht den Meister. Je öfter man es macht, desto besser wird es irgendwann. Jetzt kümmern wir uns erstmal um dieses krustige Wildleder, das schon einigermaßen weich ist, dadurch, dass wir die weiche Bürste benutzt haben, während der Schuh getrocknet ist. Aber trotzdem müssen wir das Wildleder erstmal resetten, damit es wieder weich wird. Hierfür gehe ich mit jetzt meiner kleinen Messingbürste einfach immer in eine Richtung, dann wieder in eine andere und mache das so lange, bis mir das Ergebnis gefällt. Von ein paar Fransen muss man sich leider verabschieden, weil sie wegfliegen. Aber das ist kein Problem, keine Sorge, die waren sowieso schon tot, trauert denen nicht nach. Aber manche der toten Fransen überleben leider und da müssen wir dann einmal kurz nachhelfen. Schnappen uns unseren Augenbrauenrasierer oder unseren Einwegrasierer und hauen da einfach ein bisschen leicht und sachte rüber. Mit der Betonung auf sachte. Bitte nicht zu doll aufdrücken, ansonsten schneidet ihr das Material ein. Das wollen wir nicht. Also ganz federleicht rüberfliegen und alles wird gut. Wenn die Textur dann ebenmäßig aussieht, können wir dann nochmal nachhelfen und ein bisschen mit dem Feuerzeug rübergehen. Auch wieder sachte, falls ihr den Schuh und euer Haus nicht abfackeln wollt. Bewegt das Feuerzeug einfach zack, zack, zack von Stelle zu Stelle. Geht einfach nochmal über den Lederswoosh rüber und boom, alle Fransen sind weg. Aber noch können wir dem Schuh nicht das Gütesiegel Fusselfrei seit 2003 geben und ballern nochmal richtig mit dem Fusselrasierer über all die Stellen, wo man entweder Fusseln, Hundehaare oder Fusseln von den Socken findet und der erledigt absolut den Rest. Und wenn das nicht der Fall ist, dann noch einmal mit der Fusselbürste rübergehen und die sollte dann eigentlich wirklich den letzten Rest erledigen. Ansonsten weiß ich nicht, was ihr für Fusseln in euren Schuhen drin habt. Liebe Friends, wir nähern uns dem Finale. Wir rasieren jetzt nur noch mit dem Fusselrasierer einmal über die Schnürsenkel rüber, hauen die wieder in die Schuhe rein, so wie es vorher war. Ist mir egal, wie ihr eure Band schnürt. Aber dann das grande Finale imprägnieren. Hört ihr das? Wasserschutz für Vans? Oh mein Gott. Sachen gibt's, die gibt es gar nicht, aber in diesem Falle schon. Und wir imprägnieren die Schuhe ungefähr 3-mal, also immer eine halbe Stunde zwischendurch trocknen lassen oder länger, ist euch überlassen. Aber ich lasse die immer ungefähr eine halbe Stunde trocknen, ballert 3 Schichten drauf und dann ist gut. Macht auch den Wassertest, spritzt ein bisschen Wasser rauf und guckt, was passiert. Wenn es nicht abperlt, dann müsst ihr nochmal rübergehen. Wenn es abperlt, habt ihr einen Bombenjob gemacht. Auf jeden Fall, Imprägnierung schützt das Wildleder, wenn es regnet, vor allem
nachdem wir die Schuhe gewaschen haben, hat das Wildleder sozusagen Freilauf und deshalb muss man erstmal wieder eine Versiegelung raufbringen und das ist in dem Falle die Imprägnierung. Falls ihr keine Imprägnierung raufhaut und dann durch den nächsten Regenschauer latscht, kann es wirklich dazu kommen, dass die Farbe sich verabschiedet und im allerschlimmsten Fall blutet dann das Wildleder aus und dann müsst ihr die Vans eigentlich theoretisch nochmal putzen und alles war umsonst. Also nehmt euch einfach eine Stunde Zeit und imprägniert eure Schuhe. Aber alles in allem fühle ich mich nach dieser kleinen Restauration wie ein Chefkoch. Weil was ich da gekocht habe, kann ich bis heute noch nicht ganz glauben. Der Schuh war dresch. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass er doch mal so gut aussehen wird. Vor allem, weil ich auch ungefähr 8 Stellen geklebt habe. Insgesamt jetzt. Den zweiten Schuh habe ich auch gemacht. Der sieht komischerweise sogar noch besser aus wie der andere. Aber Mann, oh Mann. Also als ich diese Sohle gesehen habe, dachte ich mir, wow, das wird eine Menge Arbeit. Aber die Stahlbürste hat mal wieder geliefert. Die Seife hat geliefert. Ich habe geliefert. Grüße gehen raus an mich. Shoutout an mich erstmal. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mich am besten wissen, was ich als nächstes machen soll. Ich habe hier nämlich noch ein paar SOS-Schuhe am Stissel. Ein paar Nike Air Force hier, von Mid bis Low. Und ich arbeite auch gerade noch an einem Nike Cortez von 1999. Falls ihr es bis zum Ende hier geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann, Antenne. Ciao.